Moin Moin. Heute zeige ich euch, wie man diese Schaltung hier, die Sachs Pentasport mit 5 Gängen, kostengünstig reparieren kann, wenn sie beim Treten überspringt. Das Problem tritt im ersten, im vierten und im fünften Gang auf, aber am häufigsten im fünften Gang. Und das ist das hier zu sehende Überspringen beim starken Treten. Lasst euch nichts erzählen, es ist weder das Tretlager noch das Ritzel. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier hinten an der Clickbox sehen wir eine kleine Stellschraube und die verursacht im Grunde genommen das Problem. Wie man sehen kann, ist da ein kleines Gewinde drauf, das goldenfarbene hier, und das sollte eigentlich in der Clickbox verzahnt sein. Allerdings lösen sich nach der Zeit die Weichmacher aus dem Plastik und das Gewinde dreht sich mit, wenn man die Stellschraube eindrehen möchte. Und da sich das Gewinde mitdreht, kann man mit dieser Stellschraube keine Spannung mehr aufbauen und die Clickbox bleibt nicht in ihrer Position. So, hier ist nochmal demonstriert, was ohne Stellschraube passiert, wenn man die Gänge hoch und runter schaltet. Und es fällt auf, vor allen Dingen im fünften Gang springt die Clickbox von der Welle runter. So eine ausgenudelte Stellschraube hat zur Folge, dass man, wenn man zum Beispiel im fünften Gang fährt und stärker ins Pedal tritt, dass man dann plötzlich im dritten Gang landet, obwohl man theoretisch im fünften Gang ist. So, was macht man da jetzt? Es gibt zwei ganz einfache Lösungen, die ich jetzt zeigen werde. So, noch kurz zur Info, das Gewinde einzukleben wird euch keine Freude bereiten, weil ich das schon mehrfach probiert habe und nach kurzer Zeit ist wieder dasselbe Problem wie vorher vorhanden. Für die Reparatur brauchen wir die kaputte Schaltung, ein bisschen Draht und Spaxschrauben, 3,5 x 25. Außerdem noch eine Säge, eine Zange, ein Kreuzschlitz, eine Pfeile und ein bisschen Öl. Ich habe hier WD-40 verwendet. Für die erste Methode holen wir uns unseren Draht, knipsen uns mit der Zange ein bisschen was ab und dann switchen wir rüber zum Fahrrad. Dann nehmen wir den Draht und wickeln ihn um die Clickbox, führen ihn hinter der Stelle lang, wo sonst die Stellschraube wäre, und wickeln die beiden Drahtenden um den Fahrradrahmen. Die beiden Enden werden dann miteinander verzwirbelt und während man das verzwirbelt, wird die Clickbox auf die Welle fest angezogen. So, kurz durchtesten. Funktioniert in allen Gängen, bleibt drauf. Ist zwar nicht die schönste Lösung, aber es funktioniert. Aber es geht sogar noch einfacher. So, für die zweite Lösung brauchen wir Spaxschrauben. Ich benutze hier 3,5 x 25er. Wenn das Loch von der Stellschraube allerdings ausgeleiert ist, würde ich empfehlen 4,0 x 25 zu benutzen. So, dann nehmt ihr euch eine Spaxschraube und spannt sie in den Schraubstock ein. Gebt ein bisschen Öl auf die Schraube und fangt an zu sägen. Zack. Und jetzt nehmt ihr die Pfeile und entgratet das Ganze und feilt euch eine plane, gerade Fläche. Und dann ballert ihr das Ganze in die Clickbox. Die Schraube wird einfach in die Öffnung eingeschraubt und das Ganze macht ihr, während die Schaltung im dritten Gang steht. Und dabei drückt ihr die Clickbox auf die Welle rauf. So, die Schraube sollte sich jetzt in die Clickbox reinfressen und die Clickbox fest in Position halten. So, dann nochmal kurz durchschalten und schauen, ob es geklappt hat. Easy. Jetzt kurz eine Runde drehen und alle Gänge mal durchschalten. Ausgezeichnet, die Schaltung läuft wieder und wenn ich dir weitergeholfen habe, abonniere den Kanal. Wenn du Hilfe brauchst oder ich dir behilflich sein soll bei der Reparatur von Geräten wie Smartphones oder Laptops oder was auch immer, schreib mir hier oder auf Instagram und ich helfe dir auch da weiter. Und ansonsten, ciao, bis zum nächsten Video.